Ich kann Juanita auch hochnehmen und werfen. Warte, ich gucke mir das an. Ich will auch sehen, wie Onkel Bob Juanita wirft. Hui. Und anscheinend mag sie das. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 Spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Videos auf diesem Kanal hier wiedersehen werden und Juanita beim Wachsen zugucken können. Hallo! Sie ist endlich aufgewacht. Komm vorbei, Bob. Komm vorbei. Ist sie gewachsen? Ja, sie steht jetzt im Bett und lächelt einen an und man kann sie hochwerfen. Okay, warte, ich bring Penny gleich noch was mit. Alter, wie hoch man die werfen kann, das ist urkomisch. Ja, ich mach erst hier noch den ganzen Pflanzenkram, ne? Ja. Und dann komme ich gleich vorbei. Ich wollte nur bei mir unten in den Keller gucken. Butch, weiter geht's mit unserer Kriegsfolge hier. Es ist immer noch der hier 2. März, ne? Deswegen ja, alle ist gerade eine halbe Stunde später als vorher. Genau. Wer weiß, was schon wieder alles passiert ist, ne? Ja. Das ist auch wirklich interessant. Ich freue mich schon darauf, wenn wir die Folgen fertig machen und dann irgendwie so ein bisschen vergleichen können. Was ist denn auch in der Zeit passiert alles, ne? Und wie schnell das auch alles passiert. Genau, und da möchte ich nämlich mit dem nächsten Thema hin. Butch, ist dir der Begriff Doom-Scrolling oder Doom-Surfing schon mal untergekommen? Nein. Okay. Du kennst dieses Phänomen aber garantiert. Bestimmt. Und ihr da draußen natürlich auch. Denn es handelt sich dabei um das Phänomen, dass wenn jetzt zum Beispiel so ein Konflikt wie, einfach wenn Nachrichten da sind, meistens schlechte Nachrichten, dass dann Leute zum Doom-Scrolling oder Doom-Surfing neigen. Und das besagt, dass du gerade jetzt mit dem Smartphone, wird das begünstigt, die ganze Zeit nur Nachrichten guckst und scrollst oder surfst. Ja. Die ganze Zeit und möglichst negative Nachrichten. Ja. Eine ganz schlimme Sache kann das sein, weil das halt ganz hart auf die Psyche gehen kann. Vor allem, wenn man die ganze Zeit die ganze Zeit negative Sachen eben einfach dann sieht. Und mir ist der Begriff tatsächlich jetzt erst geläufig geworden, als ich mich selbst beim Doomscrolling erwischt habe. Oh, wie geht's dir? Mir geht's schon noch gut. Also ich glaube, ich bin da wahrscheinlich nicht so krass drin wie andere Leute auf diesem Planeten. Aber als dieses ganze Ukraine-Ding halt losging, Russland-Ukraine-Ding oder Putin-Ukraine-Ding, war ich halt schon mehr auf Social Media und Imageboard und so unterwegs, weil da halt auch ständig irgendwas Neues kam. Und jetzt auch nicht irgendwelche Belanglosigkeiten, ne? Also dann hieß es, oh, der sperrt den Luftraum und der schmeißt Russland aus dem System und so. Und ich fand das so extrem faszinierend, wie schnell auf einmal alles ging und wie viele sich ja dann beteiligt haben. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, Alter, du hast jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, so und so ewig da rumgescrollt und Nachrichten quasi gelesen. Und unter diesen ganzen Nachrichten und Posts und so war dann halt mal ein Post zum Doomscrolling. Oh, ich mir so, okay. Ja. Und dann habe ich mir das mal durchgelesen und hab dann festgestellt, das habe ich gerade gemacht. Und ja, deswegen, Leute, versucht das eher, also ich will nicht sagen, hört auf, euch zu informieren, aber denkt halt auch dran, dass ihr, wie letzte Folge schon gesagt haben, dass es euch nicht jetzt sofort direkt im Alltag betrifft. Ihr müsst nicht sofort anfangen, hier jetzt irgendwie rumzupreppen und euch einen fetten Vorrat anzulegen oder sowas, weil ihr die ganze Zeit schlechte Nachrichten lest. Betrachtet das ein bisschen natürlich, da kommt man natürlich auch vom... Ja, man kommt auf sehr komische Gedanken dann manchmal vielleicht und zerdenkt vielleicht manche Sachen dann auch ein bisschen. Genau, ich glaube nicht, dass man dann nach einer Zeit auch noch überhaupt klar denken kann, wenn man immer nur... Das ist so eine kleine Form der Gehirnwäsche dann schon. Worauf die Nachrichten... Ich kann Juanita auch hochnehmen und werfen. Hui. Warte, ich gucke mir das an. Ich will auch sehen, wie Onkel Bob Juanita wirft. Hui. Und anscheinend mag sie das. Hui. Okay, das sieht von außen gar nicht mal so lustig aus. Hui. Wieso? Mach du mal.
Oh, Wie sieht das bei dir? Da ist ja gar nichts. Ja, vor allem sind die Beine irgendwie durch die... Als ob du sie immer so ein bisschen in das Gitterbett so zurückschubst oder so. Ja, sieht gar nicht mal so lustig aus. Nee, aber man versaut sich da schon so ein bisschen den Kopf mit. Aber das ist ja mit Nachrichten oder so schnell verfügbare Nachrichten sowieso so ein Ding, ja. Ob das nun gute Nachrichten sind, ob das schlechte Nachrichten sind, oder beziehungsweise normale Nachrichten, sagen wir mal. Normale Nachrichten sind ja auch schon meistens negativ. Weil es wurde ja tatsächlich probiert, ne, mal auch so einfach gute Nachrichten zu bringen. Und die klicken sich halt nicht. Die laufen nicht so gut. Nee, ja, die laufen nicht so gut. Es gibt halt keine Einschaltquoten. Ich meine, gut, jetzt bei diesem Krieg, klar will man da informiert bleiben, weil das ist halt heftig. So, gar keine Frage. Das ist auch unglaublich auf der einen Seite interessant, selbstverständlich. Auf der anderen Seite geht es da eben auch darum, ja, kommt das vielleicht doch noch zu uns? So. Die Frage ist natürlich da, oder wird Deutschland eben auch truppenmäßig interagieren? So, das kann natürlich alles passieren. Und da will man natürlich auch informiert sein und bleiben. Und es wäre auch, glaube ich, falsch, das zu ignorieren oder zu sagen, ja, betrifft mich ja nicht, dann gucke ich mir das eben nicht an oder informiere ich mich nicht. Und das ist mir alles egal. So, das fände ich auch nicht korrekt, ne? Aber sich da dann so rein zu vertiefen und dann so es ist eigentlich wie mit allen Dingen. Man sollte alles in Maßen konsumieren. Auf jeden Fall. Auch Nachrichten. Ja. Ja, und halt ab und zu auch mal, also einfach andere Nachrichten sehen, gucken. Es gibt zum Beispiel auf Instagram einen Kanal, der heißt Tanks Good News. Und der postet nur über gute Sachen. Finde ich gut. Über total tolle Sachen, wo Menschen helfen, wo schöne Dinge passieren, wo kleine Wunder eben auch so passieren. Und das ist schön. Ich sehe gerade, Ja. weil ich es letztens in der Post-Production nicht gesehen habe, ich habe eine übelste Baumfarm hier oben am Bahnhof angelegt. Was ist da? Eine Baumfarm. Eine Baumfarm. Das ist doch schön. Ja, aber so richtig. Shit. Muss ich mir auch noch angucken. Ja, nee, aber was halt wiederum ganz gut ist, also weil du jetzt meintest, wegen schnell Nachrichten und viel und so. Also ich finde es natürlich auch gut, dass Nachrichten sich schnell verbreiten können heutzutage. Also weil, ja, keine Ahnung, Alter, denk halt 100 Jahre oder so zurück. Da hast du ja gar nichts mitbekommen, außer eben das, was... eine Woche später mitbekommen vom Postmann, ja, der die Briefe in die große Stadt gebracht hat oder aufs Land. Irgendwelche japanischen Guerillas, die noch auf irgendeiner Insel rumgehangen haben und dachten, also, und noch nicht wussten, dass der Krieg vorbei ist. So, ne? Ja. Also, ja, keine Ahnung. Also das finde ich halt echt gut. Aber das Witzige ist, ich habe mit meiner Mom auch da so drüber geredet, also als wir letztens telefoniert haben, ne, und dann hat sie auch so, und, naja, was sagst du? Ich so, naja, Krieg ist halt scheiße, ne? Und dann haben wir halt darüber auch so ein bisschen gesprochen und dass wir das so krass finden, dass jetzt der noch da mitmacht und hier und dass die auch die Sanktionen da verhängen und bla bla bla. Und dann meinte sie, ach krass, das habe ich gar nicht mitbekommen und so. Ne? Und dann sind wir halt auch auf dieses Thema gekommen, wo sie dann halt auch so super selbstreflektiert gesagt hat, naja, wir alten Leute, also meine Eltern machen sich immer gern älter, als sie eigentlich sind, aber gut. Aber hat sie dann auch so gesagt, ja, na, wir alten Leute, wir kriegen das alles gar nicht so schnell mit. Weil wir gucken ja hauptsächlich eher Fernsehen, das ist so deren Informationsquelle Nummer 1, vielleicht noch die Zeitung. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern überhaupt noch so richtig Zeitung lesen. Und hat es auch gesagt, naja, und dadurch, dass wir jetzt sowas wie so Social Media, Facebook, Instagram oder irgendwas so auch gar nicht haben, also wir kriegen halt gar nicht so schnell, so oft, so viel mit. Und deswegen wusste ich halt schon einen Haufen Zeug, was sie halt noch gar nicht wusste und dann halt erst abends in den Nachrichten oder so gelesen hat. Ja. Also wie schnelllebig das halt auch einfach sein kann. Und dann habe ich sie jetzt mal die letzten Tage, habe ich sie einfach mal immer nur mit diesen ganzen Infos zugebombt. Also wirklich, wenn ich so irgendwas, wenn ein Update vom Katapult-Magazin kam, darüber direkt meiner Mom geschickt. Wenn das und das, direkt meiner Mom geschickt, ne? Und ich glaube,
gestern hat sie mir das erste Mal geschrieben, oh, aber ich habe ja einiges nachzuholen und so, ne? Aber jetzt bin ich ja echt auf einem guten Stand und so. Und da habe ich auch gesagt, ja, und stell dir vor, das ist halt so, das ist halt das, was tagtäglich, stündlich, was auch immer passiert. Ne? Also, Ja. Und Was ich an wenn dieser du halt, Schnelligkeit, achso, ja. was ich an dieser Schnelligkeit von Nachrichten nicht so geil finde, ist tatsächlich, dass die Nachrichten Agenturen oder irgendwelche Verlage sich natürlich auch, die wollen natürlich auch immer die Ersten Hallo. sein und diejenigen sein, ne? Weil wenn du eine Nachricht schon gelesen hast, dann willst du ja relativ selten das nochmal bei einem anderen lesen. Ja, So, stimmt. ne? Jedenfalls ist das deren Herangehensweise. Und das Problem ist aber auch, dass dadurch die sich natürlich Qualität. übertreffen wollen und schnell Nachrichten raushauen und dann hast du von diesen Nachrichten aber gar nichts, weil die gar keinen Mehrwert haben. So, da steht da eine Sache oder vielleicht auch sogar eine falsche Sache, weil sie noch gar nicht richtig gefact-checkt wurde. Und dann ist da halt Blödsinn. Und deswegen ist das vielleicht ganz gut, einfach abends die Tagesschau zu gucken und dann einfach zu merken, ja, okay, da sind jetzt mal vielleicht auch schon einfach ein paar Stunden vergangen, seit das passiert ist und es wurde schon irgendwie Hintergründe dazu können schon gesagt werden. Und das Thema einfach auch schon ein bisschen entweder vielleicht sogar noch Spannung reinzubringen oder eben Spannung rauszunehmen, aber auf jeden Fall, dass der Wahrheitsgehalt höher ist als bei so einer schnell rausgedrückten Nachricht oder einer rausgedrückten Eilmeldung. Ja, das stimmt. Ne, das ist halt auch immer so mein Ding. Deswegen gucke ich immer erst auch gerne mal, wie lange denn die Nachrichten teilweise schon her sind. Also es wird ja im Internet immer auch gut angezeigt, so ja, vor 3 Stunden, vor 4 Stunden, was weiß ich, oder vor einem Tag. Und dann gucke ich gerne mal auch einfach nur das, was schon ein bisschen länger her ist, beziehungsweise was noch nicht so lange her ist, zu einer Sache, die schon vor mehreren Stunden passiert ist. Ja. Ja, hast du auf jeden Fall recht. Ja. Deswegen finde ich das ja so gut und so wichtig, dass eben zum Beispiel sowas wie das Katapult-Magazin halt auch zu ihren, also ich finde das halt, wenn man irgendwo so Quelle und Zeit und so hinschreibt im Text, ja, okay, das ist ganz nett, aber dass sie das selbst auf diese, ich will nicht sagen belanglosen Bilder, aber dass sie das halt selbst auf die Bilder da halt reinbringen, ne? Was halt vielleicht nicht mal unbedingt die Klicks oder Views oder so gibt, aber es ist halt einfach qualitativ vernünftig. Ja, aber genau dafür wird ja Katapult auch gemocht. So genau, das ist ja das Tolle, oder das, was die Leute eben am Katapult-Magazin so schätzen, dass da genau eben diese Transparenz auch da ist, auch diese Selbstkritik eben auch da ist und dieses dieser eigene Anspruch da ist, hey, wenn sich irgendwas verändert, dann wenn Fakten dazukommen, wenn die Wissenslage sich ändert, dann machen wir hier auch Updates. Ja, absolut vernünftig. Ja, ach, alles nicht so einfach. Wirklich nicht einfach. Wirklich nicht einfach. Und es ist so ein bedrückendes Gefühl irgendwie seit ein paar Tagen. Ja, ich habe dazu nämlich zu diesen ganzen Nachrichten und Schnellnachrichten und Fake News und so, habe ich nämlich noch ein Ding, was ich gestern gelesen habe oder vielleicht auch vorgestern. Okay. Von dem ich aber noch nicht, also ich habe selber noch nicht weiter recherchiert, sollte ich mal vielleicht noch machen. Hast du nicht gefact-checkt? Ob das halt wirklich auch stimmt. Also es war, die Quelle war Telegram. Das ist schon erstmal so, ja, wer weiß. Es war. Aber es ist schade, was aus Telegram passiert, was Telegram für einen schlechten Ruf bekommen hat. Ja. Aber Telegram ist halt trotzdem ein beliebter Messenger, deswegen. Ja, deswegen ja. Und da hieß es, also es war halt ein Text, der in kyrillischen Buchstaben verfasst wurde und darunter war halt dann eine Übersetzung. Und da ich halt selbst kein Kyrillisch lesen kann und auch kein Russisch kann und so weiter, kann ich das natürlich nicht gegenchecken, außer ich tippe irgendwie den Text ab oder so. Aber jedenfalls die Übersetzung dazu war, dass, warte mal, jetzt muss ich überlegen, 25, okay, dann haben wir noch einen Tag. Die Übersetzung war, da wurde halt so quasi so ein bisschen begründet, warum die russische Armee so langsam in der Ukraine vorankam. Okay. Und
das ging von einem Interview aus von irgendwie so einer Vereinigung. Mist, ey, ich hätte das nochmal genauer nachlesen sollen. Recherchiert das selber auch noch gern nochmal nach. Irgendwie eine Vereinigung, Mütter von Soldaten oder so heißt das irgendwie. Oder heißt sie. Und da haben halt Mütter wohl gesagt oder berichtet, dass halt ihre Söhne, die zur russischen Armee, ne, Wehrdienst, Wehrpflicht und so gezogen wurden, schon an die Front geschickt wurden bei dieser Invasion. Also quasi junge Erwachsene, die noch nicht mal irgendwie militärisch ausgebildet wurden, oder wenn dann nur so im absoluten Schnelldurchlauf, an die Front geschickt wurden. Also so Hashtag Kanonenfutter. Ja. Und da haben viele dann auch gesagt, erscheint sogar ein bisschen plausibel, wenn man den Zusammenhang macht, aber der muss halt natürlich nicht stimmen, dass eben, es haben ja wohl einige russische Soldaten in der Gefangenschaft dann gesagt, ja, sie dachten, das wären Manöver und so. Und sie wussten gar nichts davon, dass das hier eine richtige Invasion und so weiter ist. Deswegen, also weiß man ja natürlich auch nicht, ob die dann irgendwie lügen oder so. Aber ich dachte mir so, prinzipiell möglich wäre es schon. Und wenn das tatsächlich so wäre, Alter, dann wäre Putin einfach das größte Arschloch der Welt, ganz ehrlich. Ja, ist er sowieso. Aber es wäre natürlich nochmal eine Nummer krasser, auch das eigene Volk dann so hinters Licht zu führen und zu sagen, so völlig nee, alles gut. Und jetzt bombardiert da bitte die Stadt. Ja. What? Und da sind ja, also die haben ja auch echt gute Verluste erlitten, ne? Und da haben halt viele dann so gesagt, ey, das würde genau das erklären, warum die russische Armee quasi so schlecht war am Anfang. Dass sie halt einfach unausgebildete Kämpfer auch, und so. Ne? Ja. Und da dachte ich mir so, oh shit, ey, ich möchte eigentlich gar nicht, dass das wahr ist. Also ganz ehrlich, das wäre halt das wäre ultra brutal. Oh, nichts daran ist gut, Alter. Nichts. Es ist so. Niemand gewinnt dadurch irgendetwas. Nee. Ja, das ist halt krass. Wo ich mir dann auch wieder denke, ey, wenn das wirklich so sein sollte, also sorry, aber dann verliert er jeden Rückhalt im Land selbst. Ja, genau. Und da fand ich noch krass, siehst du, das war, Mensch, ey, so viel. Zu viel Doomscrolling, ne? Ich habe einfach zu viel Informationen aufgesaugt. Aber da gab es noch jemanden auf diesem Imageboard, der gesagt hat, er hat halt russische Eltern, ne, und hatte die im Sommer, glaube ich, oder irgendwie vor dieser ganzen Eskalation, hat er die halt so mal besucht und die sind wohl Putin, also die mögen Putin schon, so als Regierungschef. Die verurteilen auch den Krieg, also den finden sie nicht geil, weil niemand findet Krieg geil. Aber die finden halt Putin schon cool. So, und dann hat er gesagt, er kann sich auch vorstellen, halt warum. Einfach irgendwie, lass mich lügen, aber sehr viel Prozent, die Mehrheit des russischen Fernsehens liegt wohl irgendwie in Staatshand. Ja, stimmt. Und dadurch, ne, also ist zwar eine Mutmaßung, aber dadurch kann halt sehr viel Desinformation gestreut werden. Alter, da ist ganz andere, da wird auch nicht von Krieg gesprochen, sondern da wird ja von einer Militäroperation gesprochen. Da wird auch davon geredet, dass Ukraine eben von Nazis befreit werden müsste und entmilitarisiert werden müsste und dass man ja den Genozid am russischen Volk irgendwie verhindern möchte und so weiter. Und ich denke mir so, wow, was ist los mit euch? Ja. Aber die sind halt so kaputt. Also es hat schon fast nordkoreanische Verhältnisse da. Ja, ein bisschen schon. Und das Geile war, er hat dann halt auch noch berichtet, wie gesagt, die haben dann so einfach casual Fernsehen geguckt. Und da kam halt, was kam für ein Bericht? Über irgendwelche Demonstrationen oder Proteste in, ich glaube, Kasachstan oder so. Und das Fernsehen hat halt das so hingestellt, dass diese Demonstration, die kam nicht vom Volk selbst, sondern die kam von ausländischen Agenten. Selbstverständlich. Und da hat er berichtet, dass seine Eltern haben das geglaubt. Die haben so, ja, kommt ja im Fernsehen, wird ja berichtet, muss ja richtig sein. Ja. Und da hat er auch gesagt, shit, er kann sich das halt einfach echt gut vorstellen, wie das in Russland eben läuft. Und dass die Leute da eben einfach in dem Sinne keine Ahnung haben, dass sie keine Ahnung haben, was vor sich geht. Dass, aber so viele Demonstrationen wieder passieren.
Naja, Und die so werden viele halt auch alle Leute, wie da gerade verhaftet, ne? inhaftiert werden. Ja, aber das, Ja. das fällt doch trotzdem auf. Naja, je nachdem, wie es eben berichtet wird. Dann heißt es, das sind irgendwelche weiß Ja, nicht, Gewalttäter, Mensch, ich weiß es auch Terroristen. nicht. Immer Terroristen. Also, ja, immer, So wie Erdogan das immer Terroristen. gemacht hat. Alle Demonstranten sind halt Terroristen. Ja. Das ist halt echt krass. Alter, und es das ist und so das ist halt echt kaputt krass. alles. Und das haben die aber auch gesagt, dass es natürlich eher die älteren Leute sind, die das halt alles so schlucken und glauben. Weil Ja. die halt, wie gesagt, deren Fenster zur Welt ist eben der Fernseher. Und gerade die Jüngeren gehen natürlich dann eher auf die Straße, weil die sich dann irgendwie auch noch anders oder vielleicht auch einfach besser informieren. Ja. Und ja, trotzdem werden die halt einfach verhaftet. Übel. Ich finde das total krass. Es ist halt für mich auch einfach so fucking unvorstellbar, Alter. Es ist so. Ja, weiß ich nicht. Ich kann mir halt echt nicht vorstellen, in so einem Land dann zu wohnen, wo auch so eine Ungerechtigkeit dann auch einfach herrscht, so, wo so viel gelogen Ja, wird das und bla ist und wirklich, alles. wirklich schwierig. Und das macht es mir aber zurzeit auch echt schwer, mir vorzustellen, in andere Länder zu reisen. Ja, auf Weißt du, jeden weil ich bin eigentlich so ein Typ, ich würde gern die Welt sehen. Aber bei jedem zweiten Land, wo ich drüber nachdenke, dass man da mal hin wollen würde, einfach weil es auch so eine einfach zur menschlichen oder zur Weltgeschichte dazu gehört. Ägypten zum Beispiel, Russland natürlich. Und dann denkst du dir so, ja, ist aber gerade so unangebracht. Und es ist irgendwie permanent unangebracht. Ja, das ist echt schlimm. Da hat, ich glaube, Lorena hatte das auch erzählt, dass sie, also ich hoffe, ich darf darüber reden, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so ein krasses Geheimnis. Sie wollte halt auch mit einer Bekannten oder mit einer Freundin wohl irgendwie Urlaub in Russland eben machen. Hat sie jetzt auch gesagt, nee, wird halt einfach nicht stattfinden. Ja. Also, das ist krass. Echt krass. Und die ganze Sache, also ich überlege halt auch die ganze Zeit, wie wird die ganze Sache ausgehen? So jetzt, keine Ahnung, sagen wir, weiß ich, die Ukraine schlägt jetzt die ganzen russischen Streitkräfte meinetwegen zurück. Dann, das siehst du, dann ist ja auch noch die Sache, dass eben Finnland und Schweden, ne, hier so NATO und alles. Ja. Das hieß doch damals, dass wenn Finnland in die NATO geht, hat doch Putin angekündigt, dann gäbe es Krieg. Genau. Was halt auch wieder so, ne? Alter, Finnland kann halt machen, was sie wollen. Ja. Also, so, wenn die in die NATO wollen, dann habt ihr Pech gehabt. Dann ist St. Petersburg halt in Reichweite, aber. Das ist wie das Fiese im Kindergarten, Alter, wenn ein Kind sagt, wenn ein Kind sich davon angegriffen fühlt, weil die lieber mit anderen Kindern spielen würden. Ja, aber wenn du nur mal fett bist und stinkst und einfach alle Kinder haust, dann wunder dich nicht, Alter. Ja, Mann. Ich wollte jetzt hier kein Bodyshaming betreiben. Aber wunder dich nicht, wenn du gemein bist zu anderen, dass niemand mit dir spielen will und lieber woanders hingeht. Ja, und das halt so. Ja, keine Ahnung. Und da denke ich mir, ja genau, wie die ganze Sache ausgeht, weil ich denke mir so, Alter, Putin kommt halt aus der Nummer einfach nicht mehr raus. Also, da bleibt ja quasi nur noch, dass er, weiß ich, selber zurücktritt, gestürzt wird, einen Unfall hat. Weiß ich, also der kann doch jetzt nicht mehr mit Würde irgendwie wirklich gehen. Also vor allem, auch wenn er jetzt, ich sag mal, kapituliert aufgibt, sagt, ja, okay, nee, machen wir nicht. Der verliert ja auch sein ganzes Gesicht generell dann. Klar. Keine Ahnung. Mann, Alter, ich hab Putin immer, der ist halt ein unglaublich interessanter Charakter, ne? Ja. So, mit seiner ganzen KGB-Vergangenheit auch und dann ist der irgendwie auch sein ganzes Leben irgendwie auch schon so. Der hat einen schwarzen Gürtel in Judo, hatte einen wurde aberkannt. Naja, der ehrenschwarze Gürtel in Taekwondo wurde ihm aberkannt. Total geil. Aber der war ja auch Präsident des Welt-Judo-Verbandes, wenn ich mich nicht irre. Okay. Und da wurde er von entlassen. Weil einen schwarzen Gürtel, so kannst du erstmal, glaube ich, also den Ehrengürtel wurde ihm aberkannt. Okay. Aber seinen Judo-Gürtel glaube ich nicht, weil ich weiß gar nicht, ob das geht, glaube ich nicht. Ansonsten, ja, das ist ja total interessant so. Das ist total seine ganze Geschichte irgendwie. Auch wie ich erinnere mich noch an das eine Video, was ich mal von ihm gesehen habe, wo es gab so einen deutschen Politiker, der immer sich sehr um die deutsch-russische Freundschaft bemüht hat, der mal versucht hat, für
gegenseitiges, wie soll man sagen, Verständnis zu sorgen. Und Ja, er Schröder? durfte irgendwie auch bei so einer Podiumssitzung oder was das war, oder ich weiß nicht genau, was es war, durfte er quasi auch sprechen und hat da auch zu Putin gesprochen oder eben an das Parlament da gesprochen so. Und er wollte, glaube ich, in Englisch oder Russisch reden und Putin hat gesagt, nee, kannst ruhig in Deutsch reden, ich übersetze. Ja, Mann, der kann ja auch echt gut Und er Deutsch. steht halt einfach da und übersetzt halt wirklich on the fly alles von's Deutsche ins Russische, ne? Weil der auch einfach das kann. Wir freuen uns ja sowieso immer, wenn Ausländer Deutsch sprechen können. Das haben die Ja, Deutschen ja so stimmt an sich. Die fühlen sich dann immer. Das ist dann immer noch mal was Besonderes, auch wenn so Hollywood-Schauspieler und so weiter, wenn die Deutsch sprechen können. Ja. Fühlen wir uns immer ganz besonders irgendwie geehrt. Ja, Oder wenn schon die irgendwie cool, deutsche wenn- Vorfahren haben, wie Donald Trump Ja. zum Beispiel oder Leonardo DiCaprio und so. Oder Sarah Ja, Shark. bei Donald Trump, da freuen wir uns doch alle. Meinst du, der kommt wieder in Aber- 4 Jahren? Nee. Weißt du, dann ist wahrscheinlich so dieser ganze Ukraine-Russland-Konflikt vernünftig gelöst. Und dann kommt der wieder. Und der kann dann einfach die Lorbeeren einsammeln. Nee, Alter. Der fängt auch wieder irgendeine dumme Scheiße dann an. My presidentship is huge. Der schnappt sich dann irgendwie Kuba oder so. Gar keinen Bock. Nee, auf Trump Gar keinen Bock. keinen Bock. Nee. Der Fangen wir muss gar nicht sein. erst an. Nee, sowas machen wir hier nicht. Ist Abigail, nee, Abigail schläft jetzt schon, ne? Hat sich gerade hingelegt. Ah. Ja, 22 Uhr gehen die immer ins Bett. Ich hätte nämlich noch ein paar Steine. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber gut, Folge ist ja eh auch gleich vorbei. Ja, Folge ist ja gleich vorbei. Können wir in der nächsten Folge noch über ihn. Obwohl, können wir auch einfach schnell machen. Der ukrainische Präsident. Was sagst du zu dem? Der ist auch ein interessanter Charakter. Ja, Als Comedian anfangen und dann Präsident von der Ukraine werden und dann natürlich auch noch in der historisch wichtigsten oder eine der wichtigsten Zeiten des Landes irgendwie dabei sein. Das ist schon Ja. ein cooler Typ. Das ist schon, muss man so sagen. Schon ein cooler Typ. Ich hoffe, der überlebt. Ja, Mann. Das wünsche ich mir. Wenn jemand das irgendwie machen könnte, dass der überlebt, dann das würde Kann mich das mal freuen. kann das mal einer so machen? Ja. Naja. Ja, ich hatte doch irgendwas. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Aber habe jetzt Mhm. tatsächlich nicht so eine Panik, wie manche andere vielleicht. Ja, Panik Weil- ist da, glaube ich, auch unangebracht, so, weil das sind auch immer solche Sachen. Klar kann man aufmerksam sein, aber der Russe ist noch nicht da. Ja. Und man braucht nicht sich über Hypothesen den Kopf zerbrechen, in dem Maße. Nicht in Panik verfallen. Da hat keiner was von. Hallo Butch, hallo Penny. Was denn? Ich gehe einfach in euren Keller. Ich hab's schon gesehen. Ich trinke einen Schluck. Denn ich habe was ganz Besonderes für euch. Also 4 Weinflaschen. Für die Reifefässer. 4 Weinflaschen sind fertig. Nee, habe ich reingepackt. Ah, Also ich habe noch Reifefässer angefertigt und dann halt 4 Weinflaschen noch reingepackt. alles klar. Ja, naja, schön. Oder auch nicht schön. Nee, eher nicht schön. Siehst du, wieder ein bisschen Geld. Geld. Schön Geld. Das gute Viel Trüffelöl. Geld. So, das war's mit der Folge. Genau. Ja. Harte Zeiten. auf jeden Harte Fall. Zeiten. Ich hoffe, es hat sich in diesen 2 Wochen nicht noch verschlimmert. Bis zum Release dieser Folge. Ja. Haltet die Ohren steif, ja. Krieg ist scheiße, merkt euch das. Und ansonsten guckt Butchbob 42. Seit ich Butchbob Genau. 42 gucke, habe ich viel weniger Krieg. Stimmt.
Stell dir vor, alle würden Butch Bob 42 gucken. Ich glaube, dann Ja, gibt's ihr einfach hättet gar keine Kriege Zeit mehr zum Krieg machen. Ja. So. Vielleicht müssen wir einfach, du kannst doch, nee, kannst du nicht. Du kennst doch bestimmt so ein paar Leute, die Russisch sprechen, die sollen einfach unsere Folgen übersetzen und dann müssen alle russischen Bürger müssen dann Butch Bob 42 gucken und dann haben die keine Zeit mehr für Krieg. Das stimmt. Ich kenne tatsächlich 2 Leute, die fließend Russisch sprechen. Ich kenne, glaube ich, auch ein paar, aber ja. Naja. Mach das so. Schön. Machen wir so. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da und kommentiert fleißig. Auch das hilft dem Algorithmus. So, das war's. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.